Liebe Leute, willkommen zurück zu The Council, wo hier sich Emma und Emily gegenüberstehen und wir entscheiden müssen, wer von ihnen Emily ist. Denn wir überhaupt völlig geschockt sind, dass Emma nun doch noch am Leben ist. Wenn ich jetzt alles richtig irgendwie im Kopf habe, würde ich entscheiden, dass Emily hinter mir steht. Lili hatte gerade nochmal das mit den Intimitäten angesprochen. Ich hatte das so, sage ich mal, abgetan als Info, weil sie dann explizit ja nur gesagt hatte, dass sie in seinem Zimmer war. Was natürlich stimmt und was einfach beide hätten sein können. Aber das impliziert natürlich mehr. Von daher vermute ich jetzt mal, dass das die richtige Antwort ist. You are Emily Hillsborough. I knew you wouldn't get it wrong, Louis. No! You little bitch! Watch out, Louis! You little bitch. Was jetzt? Hell, what have I done? Hat sie... See what you've done. See. Was ist denn jetzt los? Louis? What on earth is going... Mother! Go! You must leave. Everyone's going to arrive. Louis, what's going on? Duchess? Is everything all right? Was ist denn jetzt los? Go, Mother! No one must find you here. Go. Come, Louis. There's nothing more you can do. But I... Leave us. Emily, what's going on? Mother, go to the crypt. I'll meet you there. I'll be waiting for you. Emily. Was war überhaupt mit Sarah los? I'm coming in. It was bound to end like Coming in. this, Louis. Let me stay with her, please. Go, I'll cover you. What? What are you doing there? Stop! God damn it. Now what's going on? Okay. Was? Das war die falsche? Nein! No! Wäre Louis... God! They're all here. Alle They sind must da. have heard the gunshot. Where is Lord Mortimer? Can anyone hear anything through the door? Wäre Louis an dem Arm mit Emily in die Kiste gestiegen, wäre das eigentlich Emma gewesen. Ah, ich dachte, es ging jetzt... Aber ich dachte, es ging jetzt gerade um die letzte Nacht. Nicht um das, Oder ist das, meinst du die? Ja, ist, unklar. Ich dachte, das wäre die Nacht gewesen, wo er Napoleon bespitzelt hat. Die du jetzt meintest. Aber dann war sie ja, letzte Nacht war sie ja auch noch da. Und wollte ihn überzeugen. Ja. Okay. Trifft deine Mutter. Ach so, okay, es ist nicht klar, wer ist. Did you hear that? I was not dreaming, was I? Certainly not, Duke Godoy. What's going on? Someone had the bang coming from the Duchess's room, and she isn't answering. Gentlemen, go back to your rooms. Go back to your rooms. I shall find out from Lord Mortimer what this is all about. Thank you. Ja, schnupper mal lieber nicht an seiner Hand. My instructions are clear, sir. No one is to enter. Na gut. Könnten wir jetzt, bevor ich in den Garten gehe,
Irgendwas Sinnvolles tun noch? Hier oben? Achso, erstmal wollte ich in die Notizen schauen. Und sehen, dass da jetzt auch Emma aufgeführt ist. Korrekt. Aha, da kannten wir die Stärken und Schwächen noch nicht. Oh, aber das wäre doch der Schlüssel gewesen, oder? Warte mal. Nee, wäre es nicht. Das war keine Psychologie- oder Logikfrage. Ah, verdammt. So, was steht denn bei Emma jetzt? Deren Leben im Schatten ihrer Schwester verläuft, teilt in der Öffentlichkeit mit Emily eine Identität. Die beiden verknüpfen ihre Schicksale bereits in jungen Jahren auf die denkbar intimste Art und Weise. Arbeitsplatz, Freunde, Liebhaber. Sie teilten alles miteinander. Okay. Diese gemeinsame Identität nutzte die Königin von England, Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, als sie die beiden jungen Frauen bat, dem Königreich zu dienen. Aber mit der Zeit hatte Emma immer größere Probleme mit ihrer Rolle als Doppelgängerin. Inmitten des Überdrusses ob dieser Rolle begibt sich Emma als diplomatische Vertreterin Englands auf das Anwesen von Lord Mortimer. Diese gemeinsame Identität nutzte die Königin von England, Charlotte von... Ja, deswegen hängt sie hier auch. Charlotte. Hat Charlotte eine Verbindung zu den Pitts, sag mal? Das ist ja immer noch ungeklärt, was eigentlich jetzt das genaue Verhältnis von Emily / Emma zu den Pitts ist. Also was genau hat sie mit Pitt, dem Jüngeren, und seinem Bruder angestellt oder sich drum gekümmert, war ja um die besonderen Bedürfnisse gekümmert. So stand es, glaube ich, in dem Brief. Du hast leider gar nichts herausgefunden, ja. Hättest du mit der dritten einen Trank nehmen sollen. Aha. Sehr spannend. Na gut. Die Reaktion der Überlebenden spricht dafür, dass es die falsche ist. Das stimmt wohl, ja. Ja, weil Emily sie die ganze Zeit gesucht hat, ne? Ach so. Ja. Um die Schwächen aufzudecken. Aha. Ja, das wäre eine gute Idee gewesen. Blöd, dass ich da so spät drauf komme. Hm? Naja gut, dann ist es jetzt wie es ist. Jemand ist tot und ich glaube hier oben, also ich gucke noch einmal kurz auf die Karte. Zu Peru werden wir wahrscheinlich immer noch nicht wieder rein können. Von daher können wir, glaube ich, runter. So, da sind wir schon. Das ging ja fix. Aber noch überlegen, was das mit den Bildern hier auf sich hat. Gut, aber gehen wir mal Richtung Garten. Ist das der richtige Weg? Da geht's Richtung... Ja, das müsste der richtige Weg sein. Da geht's durch die Bibliothek, dann in die Dingens da, Galerie. Plopp, 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 plopp. Ein bisschen seltsam, dass Sarah jetzt auch so verunsichert war. Also beim letzten Treffen irgendwie noch Louis mit Nachdruck instruiert hat. Ah ja.
Oh, muss ich jedes Mal wieder hier durch? Wäre sogar falsch gegangen. Andersherum. Ich wollte sagen, der Faden ist weg, aber er ist noch da. Aha. Das Haar ist noch da. Eigentlich kann niemand während unserer Abwesenheit das Zimmer betreten haben. Falsch. Ach, ich finde das super, dass das bei jedem Durchgang und abhängig von den ganzen Entscheidungen anders abläuft. Das gefällt mir super gut. So. Mutti, bist du denn da? Louis! At last, there you are. Mother, wait, Was war das jetzt? Come, we have to be quick. No, wait, Mother, Time is running out, Louis. First, we must... No! That's enough. I won't go a step further unless you explain to me what is going on here. I'm begging you. Talk to me. You must trust me, my son. You are not ready yet. You're the one who should trust me. Tell me So what's sieht's aus. happening. You would never believe me. I came all the way here for you. Now I've found you. I'm ready, Mother. If only. Louis, I have always taught you to keep your mind open and rational. I know you are going to find this hard to believe, but what I am going to reveal to you is entirely true. Many years ago, I found out that demons really do live among us, I beg your pardon? and that they can influence our thoughts. Mother, listen to yourself. I know you're exhausted, but for crying out loud, listen to what you're saying. Demons? What next? An ancient monster with a head like an octopus? What do your demons look like? Have they got horns and a pointed tail? No, these are not creatures with billy goat's legs. Forget your Christian folklore. Imagine them more as parasitic spirits. They possess their hosts and direct them from inside. Parasitic spirits? Yes, they are capable of going from one body to another as they see fit, and 2 of them are present on this island. Right. So let me guess. Der Butzemann. Der Butzemann und der Weihnachtsmann. Oh, großartig. Aber, ja, genau, der Biber Butzemann. Grüß dich, Basti. Ja, warum ist denn Elizabeth hier nicht zur Auswahl? Mortimer und Holm, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Aber die sind alle nicht auffällig. Ach komm, der Biber Butzemann. I'd put my money on the boogeyman and Father Christmas. Do you really believe that I'm joking here? Come on. Many years ago, well before you were born, I crossed paths with one of them. Since then, I've spent my life trying to find it again. When we recovered the Alizif, I was persuaded that von Burchard was working for this demon in one way or another. But I thought he would hand the book to a middleman during this conference. That's where I made an error that could well turn out to be fatal. The one who Burchard was meant to give the book to was none other than the demon in person, Mortimer. Not to mention that Holm had sent Volner to get it for him. Holm and Mortimer are demons? They both seem to disagree about many things, but I'll admit I never knew exactly why. There are many of them, Louis, not just those 2. Mother, have you any proof to support any of this? Of course, but you do too. You had everything laid out in front of you. Didn't you notice anything? Nee. Mother, I shan't follow you down that path. I wouldn't be doing you any favors. Rational and open, Louis. Tell me then, how can anyone own properties all over the world for centuries,
always having signed documents with the same signature. Well, I can find 10 other explanations less eccentric than demonic possession, Mother. How come the Mortimers have had only one male heir for each generation since the Third Crusade? Forgery, family rights where they get rid of the daughter. There are dozens of less extravagant possibilities. How could one man motivate so many future leading figures of the day on his silly island without anyone finding out about it? Even the Golden Order isn't capable of that. Well, he's simply better than us, and he's welcome to it. You refuse to open your eyes, Louis. You've lost your objectivity, Mother. I saw him. What do you mean you saw him? I was 20 years old. I was young and carefree. I traveled the world in search of adventure. In the Persian Gulf, we came across an ancient grimoire that became unlocked. Composed of 7 parts, each one was a book in itself, set in a sort of metal armor that structured the whole thing. When all the volumes were brought together, they formed a single book. On my return to Paris, I set to studying these pages. I spent all my days and nights studying them. Oh, I can imagine you doing that. But the writing was in a language I had never seen before, developed well before Sumerian, in my opinion. So I got the idea to form a small occult circle composed of all the major names in the occult world to see if anyone else could crack it. And you found no one. And I found someone, Louis. I found him. Or rather, he found me. He was young, charismatic. He was flamboyant. Flamboyant? Was ist denn das hier für eine Geschichte? Ich glaube, sie ist einer Verschwörungstheorie aufgesessen. So, machen wir jetzt die Heizung wieder machen. Also das mit dem Buch hat sie ja schon mal erzählt. Und Borch hat dann auch davon erzählt. Das Buch mit den 7 Siegeln, gewissermaßen. Wait a minute, who are you talking about? Von Borchert? No, Mortimer, of course. He was a Ich meinte ja veritable auch mine nicht. of knowledge. Böhner I showed meinte him the ich. book, and he was able to decipher a few passages. We spent several months together studying the pages. Mit Mortimer? In Paris, ja gut, vor der Revolution, ne? He helped me understand certain passages until I realized that he only translated a few parts for me. But I had aroused his interest. It was too late. How so? I mean to say he manipulated me. He used me, and in the end, he stole the book with all its secrets. Did he ever go to your place? Not once. At least I don't think so. But before disappearing, he proposed a pact between us. He proposed that I follow him and let him teach me, allow him to bring me up. And you accepted? Please don't be stupid. You don't make deals with the devil. After that, I spent my whole life looking for him. 3 years later, in Berlin, I just missed him. In London, I lost 6 members of the order in a chase. In 1741, in Tunisia, I found a sect of fanatics who had crossed paths with him once. 1741, in Poland. 1749, in India. 8 years ago in Venice. We agreed never to speak about what happened in Venice, Louis. You agreed, and that was before you spoke to me about demons. Wait, the baby we delivered, you and me, that night in Venice, did he have anything to do with Lord Mortimer? The child was his son. We stole his son? Are you insane? I always thought we took him to save him. That was the case. It was precisely to save him from his father. Need I remind you the mother died during childbirth? What became of the child? Later. For the moment, that is not the key issue here. Once we found the Al-Azif in Paris, I followed von Borchert's trail here. I didn't think it would lead me straight to the demon. It was careless of me. He toyed with me for a few days.
until I caught on, until I saw him as he was. But he had no intention of letting me leave. We are all his pawns, Louis, and if we don't want to spend the rest of our lives turning round in circles here, we must absolutely get off this island. All right, can we move on? Wait a minute. One last thing. Die Ziele rechtfertigen die Mittel. Ja, genau, so sieht's aus. Das ergibt alles immer noch keinen Sinn. Welche Rolle hat Elizabeth gespielt? Vor allem, Wenn der Dämon Mortimer ist, oder in Mortimer ist vielmehr, und dann Besitz von ihr ergriffen hat, dann kann er ja nicht mehr in Mortimer gewesen sein. Also das passt doch alles hinten und vorne nicht zusammen. Was ist mit Emma passiert? Ja, sie ist tot. Also, vielleicht. Welche Rolle hat Elizabeth gespielt? Hat sie mit Wöllner über das Buch verhandelt? Warum Kanonen? Etwas anderes. Tja, kann ich eins fragen oder alles? Ach so, Manipulation scheint die Superkraft zu sein. Ja, vielleicht hat er sie auch nur manipuliert. Dennoch, ich weiß nicht so recht. Kann alles fragen? Okay, sehr gut. Dann werde ich das machen. I want to know what happened with Elizabeth Adams. Louis, we haven't time for those details. I'm sorry, Mother, but I want to know. She was one of the receptacles for these monsters. I met her parents when she was born. One of the demons got inside her. The demon used her to spy on her father, John Adams. He is one of the founding fathers and vice president of the United States, you know. Ja, Mortimer wissen wir doch, possessed her? wissen wir. No, I don't think it was Mortimer. Her father, John Adams, hired me to tend to her, but the evil in her was too deep. In spite of the various treatments I tried on her, I never succeeded in getting it out of her. It's not something I'm proud of, Louis, but I had to try everything. Ja, genau. Der Zweck heiligt die Mittel. Mother, did you kill her? Of course not. Don't be stupid. I had no interest in getting rid of her. Und wer hat sie I want to know what getötet? happened with Elizabeth Adams. Louis, we haven't time for those details. I'm sorry, Mother, but I want to know. She was one of the receptacles for these monsters. I met her Ja. parents when she was born. One of the demons got inside her. The demon used her to spy on her father, John Adams. He is one of the founding fathers and Das vice kann doch auch president nicht of the sein. Sie wurde United doch als Kind States, schon you know. weggegeben. Mortimer possessed her? No, I don't think it was Mortimer. Her father, John Adams, hired me to tend to her, but the evil in her was too deep. In spite of the various treatments I tried on her, Ja, I ja, never ich will succeeded jetzt die in andere getting Frage it out stellen. of Ist ja her. gut. It's not something I'm proud of, Louis, but I had to try everything. Do you know who killed her? Absolutely not. Oh. Mann. What did you negotiate about the Al-Azif with Volner? Absolutely nothing. I managed to pull the wool over his eyes until I found a way to flee. I want to know what happened between you and Emily's sister. Great responsibility often brings difficult choices, Louis. That's all you need to know. Nein, erzähl's mir. Mother, I won't take a step further if you don't answer me. You dare blackmail me? Ja. I'm listening. All right, I used her. So there you are. Happy now? We had the Al-Azif, and I didn't think we would be able to escape with it.
in order to ensure that the book did not fall into their hands, or that one of them couldn't read in us where we had hidden it. I asked Emily to... It's Emma. Yes, or rather for me, it was Emily. So I asked Emma to hide it without anyone seeing, and then I disposed of her. I am sorry for her, but she was part of the Golden Order, Louis. She knew the rules when she joined. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Sie sagt auch, sie hätte sie erschossen. Dann ist da noch eine dritte Schwester? Sind die geklont alle, oder? Ja, der Witz ist doch gerade eben, bevor wir runtergegangen sind, standen wir zwischen Emma und Emily, die sich gegenseitig mit einer Pistole bedroht haben. Und die eine ist jetzt tot von den beiden. Und wir mussten irgendwie rausfinden, wer jetzt nun wirklich Emily ist. Ob mir das gelungen ist, ich glaube nicht, aber naja, mal sehen. Und jetzt sagt Sarah aber, ja, wieso, Emma musste ich loswerden. Und sie ist hier sogar, sie ist doch gerade neben den beiden aufgewacht. Sie lag da betäubt oder K.O. oder was auch immer. Hä? What was going on with the cannons in Tuscany? It was nothing. Since when does the Order finance wars? The cannons for that Bonaparte fellow? Listen, once in the lion's den, I did whatever I could to appear legitimate. So yes, I pretended to be interested in Mortimer's project about a young military man who was seeking funding for a foundry in Tuscany. Between you and me, if buying China would have enabled me to escape, I would have signed without hesitation. Okay. Oh, wir haben immer noch Piagis Brief. Mhm. Samuel Ritter du Choix. You wanted to send me a letter about Godoy. I wanted you to run a check on Duke Manuel. But frankly, it doesn't really matter anymore now. Godoy is just a pawn like the others. He is not the one I was looking for. Ja, wo ist das Schloss? Genau, das würde ich auch langsam gerne mal wissen. Wo ist dieser Guillotinen-Schloss-Mechanismus? Are you going to tell me what happened to your hand? Better than that, I shall show you. Aha. On the evening of my arrival, Cardinal Piaggi came looking for you. He was determined to give you a letter. More of his lists. Louis, I think I know what's in that letter, and I beseech you to believe that it is the least of our worries. We can sort that out later. Also ich bin sehr verdutzt. Ich bin sehr verdutzt, was hier gerade vor sich geht. Na gut, liebe Leute, es ist mal wieder Zeit, auf den Knopf zu drücken. Ich bin sehr gespannt, wie es nach diesem Gespräch jetzt weitergeht. Ob sie uns jetzt direkt zu diesem Schlossmechanismus bringt, den sie offensichtlich nicht bedienen kann, genau. Die Hand ist ab. Aber bei mir stehen viele Fragezeichen vor dem inneren Auge. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Bis dann, macht's gut.